Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Top 1000 Character Global Ranking, wo wir uns angucken, welche ist die unbeliebteste Klasse, welche ist die am wenigsten vertretene Klasse in den Top 1000 der gesamten Welt. Und außerdem gucken wir uns jetzt natürlich im Speziellen auch immer nochmal den FEC-Server an. Beim FEC-Server ist es so, wir gucken ja gleich in ein Excel-Dokument, wo ich das immer eintrage und so, wo man dann auch Jahre später nochmal zurückblicken kann, wie es zu dem Zeitpunkt aussah und so weiter. Und den FEC-Server werde ich aber in dieses Dokument nicht mit aufnehmen. Wer letztes Jahr auch schon Videos geschaut hat, weiß das, da habe ich das auch nicht gemacht. Der Grund ist einfach dafür, naja, ich meine, der Server hat halt Doppel-XP, der Server hat ein ganz anderes Verhalten, also die Leute haben hier ganz andere Ziele oder spielen einfach anders. Wie gesagt, Doppel-XP mit den Flasks und so weiter und so fort. Ist das alles so ein bisschen, ja, anders einfach, und das mit den normalen Servern in Anführungszeichen gleichzusetzen, finde ich, macht einfach nicht so viel Sinn, auch was die Klassenverteilung angeht, die wird hier auch ganz anders sein und verfälscht das einfach so ein bisschen. Und ich denke, wenn wir uns einfach zu Beginn des Videos immer so ein bisschen angucken, was hier gerade so abgeht, welches Level ist gerade der höchste und so weiter, ich denke, das gibt uns schon mal einen ganz guten Überblick. Ja, also die höchsten Spieler sind gerade über Level 150, also 150 oder knapp drüber, was schon ziemlich heftig ist, muss man sagen, in einer Woche, aber wenn man sich die Playtime anguckt, die sind auch wirklich seit einer Woche und einem Tag, also ich meine, heute ist Samstag und der Server ist vor 9 Tagen gestartet quasi. Und hier ist zum Beispiel jemand, der hat schon 8 Tage Spielzeit. Von 9 Tagen 8 Tage. Oder hier auch jemand mit 8 Tagen Spielzeit. Natürlich heißt das jetzt nicht zwingend, dass er 8 Tage durchgehend gezockt hat. Ich meine, das ist unmöglich. Der wäre wahrscheinlich tot, wenn er das gemacht hätte. Aber ihr versteht, was ich meine. Also, ja, da steckt sehr viel Geld und extrem viel Zeit auf jeden Fall drinnen. Und ja, Platz 50 ist gerade 141. Können wir hier in die Mitte klicken auf Seite 10. Was haben wir hier? So die 400er bis 500er. Haben wir hier Level 120, okay. Also jetzt auch nicht unbedingt was, ja, extrem Besonderes, sag ich mal. Und dann Seite 20, die Top 1000 Ende, haben wir tatsächlich schon Level 108. Also es gibt bereits 1000 Charakter auf Level 108 plus. Hier ist aber auch wieder ganz wichtig, ja, man sieht es hier ganz gut. Ringmaster, lustigerweise natürlich 420. Ringmaster 420. Was das einfach bedeutet ist, naja, 400 Ringmaster. Die wenigsten Leute spielen Main Ringmaster. Also Main Ringmaster sind es vielleicht 50 bis 100, würde ich jetzt persönlich mal schätzen. Das ist so im normalen Bereich von Klassen, die halbwegs oder mittelmäßig viel gespielt werden. Das heißt, wir haben hier 300 Doppelcharakter wahrscheinlich, wenn nicht sogar mehr. Also es könnten sogar mehr als 300 Doppelcharakter sein. Das heißt, effektiv sind das sozusagen nur die Top 700, nicht wirklich die Top 1000. Aber ja. Nur mal so einen kurzen Überblick zu geben, was so auf dem FEC-Server leveltechnisch gerade so abgeht. Und jetzt gucken wir uns die anderen Server an. Ja, wir haben große Neuigkeiten, denn es gibt eine neue, unbeliebteste Klasse in Flive Universe. War schon mal unbeliebteste Klasse und hat sich jetzt die Position als unbeliebteste Klasse im Spiel zurückgeholt. Einmal Applaus bitte. Freut mich wirklich sehr, dass das passiert ist. Denn Psykeeper ist jetzt offiziell weltweit wieder die unbeliebteste Klasse in Flive Universe. Und das freut mich. Nein, Spaß. Aber ehrlich gesagt schon, weil Elementor war unverdient letzter, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach sollte Jester letzter sein. Aber ja, Elementor ist nicht mehr letzter. Es hat sich einiges geändert. Aber bevor wir darüber noch weiter reden, schauen wir auf die rechte Seite der Tabelle, weil auch hier hat sich was geändert. Und zwar sehen wir hier links die Gesamtzahl der 160er pro Server und unten die Gesamtzahl aller 160er auf der ganzen Welt. Es sind aktuell 851 Spieler. Ehrlich gesagt auch irgendwie ziemlich wenig nach einem halben Jahr. Weltweit nur in Anführungszeichen 851, finde ich persönlich auch gar nicht mal so viel. Und vor allem ist das Lustige, dass mehr als ein Viertel davon nur auf La Wolf sind, aber whatever. Jedenfalls hat sich hier was Interessantes ergeben zwischen diesen 3 Servern, und zwar Mashpoi, Totemia, Burudeng. Das sind 3 Server, die einfach extrem ähnlich sind vom Spielerverhalten her, von der Klassenverteilung jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber grundsätzlich sind dort einfach immer ähnliche Gepflogenheiten. Das ist halt der amerikanische Server, der deutsche Server und der europäische Server. Und ja, die haben halt einfach auch Überschneidungen, was die Spieler, glaube ich, angeht am meisten, weil es halt eben diese 3 großen nicht-asiatischen Server sind. Alle anderen Server sind basically in Asien, oder alle anderen Server, die groß sind, sind in Asien. Und die 3 sind immer sehr ähnlich gewesen. Und Totemia hat jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die Führung übernommen, hat Burudeng abgelöst. Also Totemia und Burudeng sind extrem nah beieinander. Mashpoi hinkt ein kleines bisschen weiter hinterher, aber sind wirklich alle 3 nah beieinander. Burudeng hat jetzt die letzte Zeit geführt mit den meisten 160ern von den 3 und dem höchsten Eintrittslevel in die Top 1000.
Und das hat sich jetzt eben geändert. Also Totemia ist jetzt gerade ein bisschen vorne. Und ich vermute auch, das wird jetzt die nächsten Monate so weitergehen, dass Totemia hier einen kleinen Vorsprung bekommen wird, weil auf Burodeng momentan echt wenig los ist. Liegt natürlich an FEC. Ich vermute, auf Totemia spielen einfach doch ein bisschen weniger Leute auf FEC. Und grundsätzlich hat der Server halt auch ein bisschen mehr Spieler. Also wie viel auch immer, 10% vielleicht. Und das macht hier natürlich auch nochmal einen Unterschied. Und ja, Burodeng sind schon sehr viele abgewandert. Selbst einige Leute, es ist immer das Gleiche, ne? Vor FEC, nein, ich spiele kein FEC. Ich bleibe auf Burodeng. Das lohnt sich für mich nicht. Ich habe keine Lust. 2 Tage später, hast du nicht gesagt, du spielst nicht FEC? Ja, aber ich habe jetzt doch angefangen. Absoluter Klassiker. Also gibt es schon einige Leute, die ich gesehen habe auf FEC, die eigentlich gesagt haben, dass sie dort nicht spielen würden. Aber egal, kann ja jeder machen, was er will. Ich meine nur, es ist interessant, weil ja, das wird hier die Zahlen natürlich negativ beeinflussen. Weil wenn die Leute nicht spielen, können sie logischerweise auch nicht leveln. Ist ja ganz klar. Und ansonsten ist noch was Interessantes passiert, und zwar der Taiwan-Server überholt. Und zwar haben die jetzt mit den 9960ern auf ihrem Server die drittmeisten der ganzen Welt. Also der Taiwan-Server hat extrem aufgeholt. Das ist der neueste Server, abgesehen von Rises. Und die sind wirklich extrem am Aufholen. Rises, by the way, auch sehr am Aufholen. Die haben auch schon 1360er. Aber da müssen wir jetzt noch gucken, wie sich das jetzt die nächste Zeit weiterentwickeln wird. Wobei man bei Rises sagen muss, die haben ein bisschen einen unfairen Vorteil, in Anführungszeichen. Weil dort haben die, ich glaube, läuft das eigentlich immer noch? Ich habe keine Ahnung, aber die hatten Ewigkeiten, vielleicht läuft es sogar immer noch, so ein Low-Level-XP-Boost-Event, sowas ähnliches wie auf FEC im Endeffekt. Und das ist halt ziemlich krass, weil ich meine, da kommst du halt viel schneller durchs Low-Level geflutscht und das beeinflusst das natürlich extrem. Also das hatten jetzt die auf dem Taiwan-Server zum Beispiel nicht. Also selbst wenn jetzt der Rise-Server noch krasser aufholt, dann kann man das nicht ganz fair beurteilen, weil die, ja, also die hatten halt einfach einen Vorteil gegenüber anderen Servern. Von dem her wäre das dann nicht so krass. Genau. Aber ja, das war es im Endeffekt auch schon dazu. Dann sind wir wieder auf der linken Seite hier mit der Klassenverteilung. Und ja, reden wir erstmal nicht über die Klassenverteilung, sondern über die Gesamtzahlen. Also Psykeeper ist jetzt aktuell die unbeliebteste Klasse auf der ganzen Welt. Die meisten spielen auf Totemia mit 85 und die wenigsten auf Rises mit 38. Und insgesamt sind es 688 Psykeeper auf der ganzen Welt in den Top 1000. Also von 11.000 haben wir 688 Psykeeper. Und das ist um 11 gegenüber dem vergangenen Monat zurückgegangen. Und Elementor haben wir aktuell 715. Also der Abstand ist auch tatsächlich gar nicht mal so klein zwischen den beiden. Also direkt auch wieder um 27. Und das liegt einfach daran, dass Elementor um 23 zugelegt hat im Vergleich zum Vormonat. Und aktuell die wenigsten spielen auf dem französischen Server mit 46 und die meisten spielen tatsächlich auf La Wolf mit 92. Und ja, damit hat Elementor wieder aufgeholt. Die 3 unbeliebtesten Klassen, by the way, mit Abstand, also die war auch noch nie knapp. Also die 3 unbeliebtesten, die es bisher gab in der Vergangenheit, waren Jester, Psykeeper und Elementor. Die sind immer noch alle 3 unter 100 Unterschied im Ranking. Das heißt also, wenn jetzt in einem Monat extrem viele Psykeeper leveln würden oder aufhören würden, Jester zu spielen oder whatever, also da kann sich instant was verändern am Ranking. Das sieht man jetzt halt in diesem Monat. Elementor hat krass zugelegt und sofort verliert Psykeeper die vorletzte Position und wird letzter. Und das ist halt damit gemeint, dass sie sind alle innerhalb von einer relativ kleinen Reichweite. Das heißt, sobald eine Klasse mal einen richtig guten Monat hat oder eine andere Klasse hat einen richtig schlechten Monat, kann sich hier schon was im Ranking verändern. Und das ist ziemlich interessant. Und ja, wie gesagt, Jester ist auch nicht viel weiter vor Elementor. 40 vor Elementor, 67 vor Psykeeper. Also auch hier, Jester ist nicht safe. Aber danach kommt dann halt schon Knight mit 928. Also Knight ist sehr weit vor den dreien. Also um hier den 5. Platz irgendwann mal abzulösen, Elementor, Psykeeper oder Jester, da müssen sie schon gewaltig zulegen. Das wird höchstwahrscheinlich niemals passieren. Oder zumindest nicht einfach so, von einem Monat auf den anderen. Und ja, das war es eigentlich auch schon zum Ranking. Also Psykeeper ist jetzt aktuell wieder die unbeliebteste Klasse. Ansonsten finde ich jetzt nicht, dass es so ausschlaggebende Änderungen gibt. Interessant ist immer noch, Burodeng finde ich cool, dass wir so wenige Ringmaster haben. Das ist von den 3 Servern auch speziell. Totemia hat jetzt nicht sehr viel mehr, aber doch ein bisschen. Mashpoy hat deutlich mehr mit 42. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woran das liegt an Burodeng, dass wir so wenige Ringmaster in Anführungszeichen haben. Aber ich finde es cool, weil wenige Ringmaster deutet immer auf einen eigentlich schon aktiven Server hin, weil je mehr Ringmaster in den Top 1000 sind, kann man jetzt natürlich nicht einfach so ganz so pauschal sagen, aber es ist schon ein gutes Indiz dafür, dass man eine Top 1000 hat, die auch wirklich aktive Spieler repräsentiert, weil zum Beispiel hier auf dem Taiwan-Server haben wir 413 Ringmaster und das Eintrittslevel ist auch in Anführungszeichen nur 143. Das heißt, hier ist die Wahrscheinlichkeit einfach extrem hoch,
dass es halt sehr viele Doppel-Account-Ringmaster sind, eher weniger die Main-Ringmaster. Und auf Servern, wo du weniger Ringmaster hast, ist halt die Wahrscheinlichkeit, also beziehungsweise du hast einfach weniger Ringmaster. Und das bedeutet einerseits natürlich, ja, Main-Ringmaster könnten weniger sein, aber höchstwahrscheinlich sind einfach weniger Doppel-Accounts drinnen. Also Leecher von Leuten, die halt auch in den Top 1000 sind. Und ich finde einfach, dass es ein positives Zeichen ist. Ja. Also am liebsten würde ich die Ringmaster einfach alle rauslöschen aus dem Ranking. Genau aus dem Grund, weil halt jeder mindestens einen Ringmaster noch im Ranking hat. Aber naja, was willst du machen? Das war's auf jeden Fall für dieses Video. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Flive Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.